Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Inhorgenta in München bei Peter Weirother, der mir bei Garmin einige Neuheiten berichtet. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir haben ein paar Neuheiten, die wir im Laufe der letzten 3 Monate vorgestellt haben, die ich kurz mit Ihnen durchgehen möchte und vorstellen möchte. Starten tun wir mit der vivomove Trend. Das ist eine hybride Fashion Smartwatch, die wir im Januar neu vorgestellt haben. Die zeichnet sich aus durch ein, eben schon gesagt, ein hybrides Konzept. Wir haben analoge Zeiger, ein analoges Uhrwerk, aber auch viele Gesundheits-, Fitness- und smarte Funktionalitäten. Zielgruppen sind eher Frauen, wie man schon auch am Design sieht, sehr schicke Uhren, die wir hier haben. Im ersten Moment denkt man, es ist einfach eine analoge Uhr, die wirklich sehr schön aussieht, aber man hat auch die Möglichkeit, ich nehme mal hier die schwarze, da sieht man den Hintergrund noch besser, man hat auch die Möglichkeit, das Display zu aktivieren und hat hier verschiedenste Informationen, die angezeigt werden können, angefangen über smarte Funktionalitäten, Smart Notifications, aber auch die Schritte, die man gelaufen ist, oder Stockwerke, die man hochgestiegen ist, gibt es diverse Möglichkeiten, die man dann auch selber konfigurieren kann. Wir haben natürlich einen Herzfrequenzsensor mit dabei, wir haben eine Schlafanalyse, aber wie eben schon gesagt, smarte Funktionen, auch Garmin Pay, ich kann mit der Uhr auch bezahlen, das ist hier alles mit drin. Verschiedene Modelle, je nach Farbgeschmack, haben wir da neu vorgestellt im Januar. Und die Zeiger drehen sich dann immer wieder weg, habe ich vorhin schon gesehen. Können Genau, Sie das mal nochmal aus der Nähe anschauen? Wenn ich jetzt nichts mache, habe ich natürlich die Uhrzeit, aber sobald ich das Display aktiviere und mir verschiedene Daten anzeige, haben wir dann eine Intelligenz hinterlegt, dass die Zeiger dann so positioniert werden, dass ich das Display optimal ablesen kann. Wir sehen hier verschiedene Grafiken. Mit der Uhr sind wir jetzt noch nicht gelaufen, aber das wären die Schritte. Hier oben haben wir dann noch eine Grafik, genauso wie jetzt zum Beispiel bei den Stockwerken. Und wenn ich dann einen kleinen Moment dauere, kalibrieren sich die Zeiger neu und ich habe wieder die Uhrzeit und man denkt, man hat eine ganz normale analoge Uhr. Genau, das war jetzt die Geschichte, wenn Sie jetzt hier mit den Zeigern, die jetzt hier relativ, nur bedingt gut lesbar sind, zwar recht schön, aber wenn ich jetzt etwas besser lesbare Zeiger haben will und mehr im Display vor allem haben will, dann haben Sie auch was Neues. Genau, also hier ist wirklich auch der Fashion-Ansatz im Fokus von der Uhr, neben, wie gesagt, Gesundheits-Fitness-Funktionen. Hier auf der anderen Seite haben wir mit der Instinct Crossover ein noch sehr neues Modell, was wir im November vorgestellt haben, kurz vor Weihnachten erstmals ausgeliefert haben. Ist auch ein hybrides Konzept, allerdings haben wir hier dauerhaft auch im Hintergrund ein MIP-Display mit vielfältigen Funktionalitäten, auch ein stärkerer Fokus auf den Multisportbereich. Hier haben wir dann auch GPS mit integriert. Bedeutet, ich kann da auch Outdoor-Sportarten machen, ich kann laufen gehen, meine Tracks aufzeichnen, ich habe Basis-Navigationsfunktionen mit dabei, wie wir es auch von der Instinct 2 kennen, also da ist im Endeffekt kein Unterschied, aber wir haben hier ein Revo-Uhrwerk eingebaut, ein sehr robustes Uhrwerk, was sich auch automatisch kalibriert, was auch ganz wichtig ist bei der Outdoor-Nutzung. Es schadet der Uhr nicht, wenn sie Erschütterungen bekommt, was ja bei klassischen Uhrwerken durchaus zu Problemen führen kann. Das wurde hier berücksichtigt und wenn wir uns vielleicht hier mal die Uhr anschauen, je nachdem, was ich auswähle, bewegen sich hier die Zeiger dann auch entsprechend aus dem Display raus, um die Informationen optimal abzulesen. Hier haben wir so ein paar Widgets, die man natürlich individualisieren kann, auch über Aktivitätszusammenfassung, Herzfrequenzmessung, die wir hier natürlich mit dabei haben, auch mit einer Sauerstoffsättigung, Schlafanalysen etc. Aber was ich eben schon gesagt habe, das Besondere auch im Unterschied zu der vivomove Trend, wir haben hier GPS integriert, heißt also, wir können auch direkt Aktivitäten starten, zum Beispiel Laufen, was die meisten Leute mit unseren Uhren auch machen, ist die Aktivität, die an Nummer 1 steht und dann je nachdem, was für Datenfelder angezeigt werden, verändern sich dann auch die Zeigerposition, um das Display optimal lesen zu können. Und wenn ich dann wieder quasi aus der Aktivität rausgehe, gibt es eine Neukalibrierung und ich habe wieder die Uhrzeit. Ja, genau. Das Schöne bei dem Display ist, es ist immer sichtbar.
Ja. Es ist transflektiv, das heißt, die Umgebungshelligkeit wird ausgenutzt, um es zu zeigen. Ja. Ich brauche keinen Strom fürs Display. Nein, wir brauchen keinen Strom fürs Display. Klar, wenn ich eine dunkle Umgebung habe, macht es durchaus Sinn, auch mal die Hintergrundbeleuchtung anzuschalten. Aber was auch noch besonders ist, wo wir gerade gesagt haben, man kann es bei jedem Lichtverhältnissen ablesen. Wir haben auch illuminierte Zeiger, Superluminova-Zeiger, dass ich auch nachts ohne eine Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, die Uhrzeit ablesen kann. Und das ist auch noch was Besonderes bei der Uhr. Und was alle unsere Produkte auszeichnet, lange Akkulaufzeiten. Hier haben wir sogar ein Solardisplay integriert bei ein paar Modellen, wo wir dann richtig lange Akkulaufzeiten sicherstellen können. Das heißt in dem Falle das Display monochrom, dadurch sehr kontrastreich, dadurch stromsparend. Absolut. Wenn es jemand aber mit mehr Inhalten haben will, grafische Aufbereitung, Farbdisplay, da haben wir dann in der höheren Kategorie richtig noble Uhren auch, haben Sie, glaube ich, jetzt im Herbst neu vorgestellt. Die können wir uns auch mal kurz anschauen. Absolut. Da haben wir unsere Premium Toolwatch-Linie, die Mark II, die zweite Generation. Das ist wirklich unsere Premium-Linie, zeichnet sich durch ein sehr, sehr hochwertiges Design aus. Wir haben hier bei der zweiten Generation Titanium 5 Materialien verbaut, also das gesamte Gehäuse ist aus Titanium Grad 5. Wir haben hier 5 verschiedene Modelle, die sich im Design unterscheiden. Und was Sie gerade eben angesprochen haben, was natürlich sofort ins Auge sticht, ist das Display. Wir haben hier ein AMOLED-Display, strahlt wirklich hervor, ist brillant von der Darstellung und wie man es hier auch schon sieht an der Bedienung, die ich hier gerade vorführe, wir haben ja auch ein Touchscreen integriert, aber wir haben auch eine Tastenbedienung, was für unsere Nutzer gerade im Sport-Outdoor-Bereich sehr wichtig ist. Hier ist es die präferierte Bedienmethode, die Tasten, aber gerade in der Alltagsnutzung ist das Touchscreen natürlich deutlich komfortabler. Auch hier haben wir viele Gesundheits-Fitness-Funktionen, smarte Funktionen integriert, aber dann auch entsprechende Sportarten, Outdoor-Aktivitäten, die man natürlich auswählen kann, angefangen vom Skifahren, Snowboarden, über klassische Sportarten wie Laufen, Radfahren, aber auch Golfen und was Sie eben auch schon gesagt haben, wir haben auch die Möglichkeit, Karten darzustellen. Wir können auch richtig navigieren, wir können Zielpunkt eingeben, uns hin navigieren lassen, was in dieser Form sonst keiner kann. Wir haben verschiedene Modelle bei der Mark II, die unterscheiden sich auf der einen Seite im Design, aber auf der anderen Seite auch in Funktionsdetails. Wir haben die Adventurer, die stärker in den Outdoor-Bereich positioniert ist, die Athletes, die den Performance-Sportler im Fokus hat, die Golfer, der Name sagt schon, natürlich unsere Golfer adressiert mit speziellen Golffunktionen. Aber wir haben auch 2 Modelle, die dann auch nochmal in spezielle Garmin-Bereiche reingehen, auch Bereiche, aus denen unsere Herkunft eigentlich herkommt. Einmal das Thema Aviation, eine Pilotenuhr. Hier können dann auch tatsächlich Bordelektronik gekoppelt werden. Man kann Flugdaten sich anschauen. Man kann Notfallnavigation auch im Flugzeug da nutzen. Also wirklich tolle Funktionen. Und zuletzt dann noch der Marinebereich. Auch hier bieten wir seit über 20 Jahren Produkte zum Navigieren an. Hier haben wir die Mark Captain, die dann auch durch spezielle Segel- und Marinefunktionen sich abgrenzt von den anderen Modellen. Genau. Und das heißt Mark II, das ist dann das High-End momentan bei der Garmin-Serie. Was muss man dafür ungefähr ausgeben? Je nach Modell haben wir Unterschiede in den Armbändern vor allem. Also Titanium haben wir überall mit drin im Gehäuse, aber da liegen wir um die 2.000 €. Also die Athletes ist die günstigste, knapp unter 2.000 € und die Mark Aviator, wo wir dann auch ein Titanium-Armband haben, da kommen wir dann auf 2.500 €. Gut, das heißt, wir haben aber in jeder Preisklasse was dabei, haben wir vorhin schon gehört. Da steigen wir bei absolut, genau. 200, irgendwas, 300 € knapp ein. Ja. Da haben wir schöne Sachen. Genau, bei der V-Move Trend sind wir bei gut 300 € eingestiegen. Instinct Crossover ist dann so der nächste Preispunkt. Und hier die Mark Athlete auch als weitere, oder die Mark Kollektion insgesamt, absolutes Premium-Segment bei uns. Und
Gut, dann bedanke ich mich bei Peter Weireter für die Vorführung der aktuellen Garmin-Uhren hier auf der InHo Argenta 2023. Danke. Vielen Dank für Ihren Besuch.